Das ist ja jetzt ein kleiner Zufluchtsort für die Tiere am Boden. Aber auch die Tiere in der Luft brauchen dringend unsere Unterstützung. Denn in Großstädten finden sie tatsächlich kaum mehr Plätze zum Nisten. Zwei mutige Männer haben sich diesem angenommen. Und wie das aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Im malerischen Großweil in Bayern trifft Sarah auf die Vogelfreunde Sven und Joachim. Hallo, grüß dich. Sarah. Servus. Sven, grüß dich. Freut mich. Grüß dich, Sarah. Servus. Servus. Ja, Jungs, ich freue mich. Ich habe den Zuschauern schon ein bisschen was verraten. Es geht heute endlich mal um die Tiere. Und ihr habt da, glaube ich, schon so ein bisschen was vorbereitet. Und ich bin echt gespannt, was wir heute machen. Ihr auch. Und schauen wir uns was an. Und zwar Nisthilfen unterschiedlichster Art. Ich will erst mal raten. Okay, das ist für Vögel. Top. Es gibt ein paar so Faulenzer im Vogelreich, die keine eigenen Nester bauen. Und das ist zum Beispiel für einen Turmfalken. Das ist für Bienchen. Richtig? Ein sehr schwerer Bikini. Ja, wie wird das angehalten? So? So wird das aufgehängt. Okay. Das sind jetzt Natürlich. Nisthilfen für Mehlschwalben. Ja. Jetzt sehe ich hier so einen kleinen Aufdruck. Oberlandwerkstätten. Was hat sich da jemand gedacht? Das sind Menschen mit Handicap, Okay. die bauen die super Kästen und die hängen mir natürlich auch total gern auf. Oh, jetzt wird es immer kleiner. Sind das, Ja, das ist jetzt für eine Fledermaus. okay, ich glaube, das würde dir auf jeden Fall gefallen. Dann haben wir noch einen, was ein bisschen ähnlich aussieht. Ja, oder? das ist jetzt ein Meisenkasten. Die Meisen haben ja auch einen Haufen Feinde und Gegenspieler. Das Spitzdach verhindert, dass sich jetzt Marder und Katzen da drauf hocken können und die rutschen ab. Von daher so ein Sicherheitskasten. Es ist komplett durchgedacht, ich merke das schon. So, einen letzten haben wir noch. Oder hier geht es wahrscheinlich auch nicht um die Optik, sondern was hat diese Konstruktion an sich? Ja, auch ein Sicherheitskasten für Ja. Halbhöhlenbrüter. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Kasten klassischerweise im Ort, in der Stadt für den Hausrotschwanz. Was haben wir vergessen? Oh, doch hier. Meine Bienchen, das hatte ich ja erraten. Das Einzige, was ich erkannt habe. Die Bienchen. Oh krass, das sieht schon sehr bewohnt aus. Das ist für die Wildbienen, also so solitär lebende, nicht staatenbildende Wildbienen. Da gibt es bei uns 500 bis 600 Arten und manche Arten gehen eben ins Totholz. Die brauchen einfach Löcher, Röhren im Totholz und das wird hier imitiert und gleichzeitig kann man eben wunderbar beobachten, was da drin abgeht. Es gibt diese Sachen schon praktisch irgendwo hier zu sehen. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Hättet ihr Zeit und Lust, mir diese zu zeigen? Machen wir. Ja. Wir fahren jetzt zum ersten Mal Richtung Stadt, dann gehen wir in ein großes Gewerbegebiet. Da haben wir schon sehr viel aufgehängt, da können wir uns einiges anschauen. Wollen wir? Machen wir. Los geht's. Und ab geht's ins rund 80 Kilometer entfernte München. Vor allem in urbanen Räumen fehlt es Wildtieren an Nistmöglichkeiten. Ihr Lieben, ihr müsst mir mal ganz kurz erklären, wie kommt man darauf zu sagen, ja, ab jetzt hänge ich überall, wo ich kann, kleine Kästen auf für die Tiere. Ja, der Sven und ich, wir haben das schon immer gemacht, auch als Kinder schon Vogelhäusl aufgehängt und dann war der Gedanke, dass man sowas einmal eben als kleine Firma erstmal aufzieht und sowas professionell macht. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, ihr wart immer schon wahre Tierfreunde. So kann man sagen. Die Fauna dankt. Doch werden die Kästen auch angenommen? Woran kann ich jetzt genau erkennen, ob da jemand wohnt? Klopfen? Das sieht man schon, dass das längliche Einflugloch unten ein bisschen schmutzig ist. Das heißt, da sind die Vögel die ganze Zeit angeflogen, natürlich auch mal mit schmutzigen Beinchen und zeichnet sich dann irgendwie ab. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch im Nisthilfengeschäft. Und ist was drin? Also lass schauen. Das ist wahrscheinlich Meisenbrut, geschlüpft und ausgeflogen. Und das erkennt der Fachmann am zurückgelassenen Interieur der Ausgeflogenen. Woran genau erkenne ich jetzt, welcher Vogel es war? Super filigran aus Moos gebaut und das sieht man jetzt ganz deutlich, dass das von einer Meise, wahrscheinlich von einer Kohlmeise ist. Es sind also schon Parasiten drin und von daher ist gut, wenn das Nest dann bzw. der Nistkasten wieder leer ist. Im von Hand auskehren ist die Suite bezugsfertig für die nächsten Gäste. Und weiter geht's. Das heißt, ihr macht das wirklich aus einer Überzeugung, aus einer Liebe heraus. Oder was ist eure Intention? Wir interessieren uns halt wirklich schon seit Kindesbeinen an für die Vogelwelt und für die Natur im Allgemeinen. Und das ist irgendwie eine Herzensangelegenheit für uns gewesen. Und wir wollen auch inspirieren oder viele nehmen das als Anregung, was wir machen. Schau her, Sarah, da haben wir noch was ganz was Besonderes in der Eibe drin. Da ist nämlich eine Zaunkönigkugel. Ich sehe. Ach, da. Das ist ja richtig versteckt. Sarah, das ist eine Zaunkönigkugel aus Holzbeton.
Die liebt der kleine Piepmatz, der ist ja bloß so groß, also einer der kleinsten, die es bei uns gibt. Und die leben ganz gerne im Unterholz, deswegen hängt die Kugel auch so niedrig. Und wenn er nicht so einen Kasten bezieht, baut er sich auch ansonsten ein kuscheliges, kugeliges Moosnest. Der Zaunkönig, also er, muss anscheinend teilweise bis zu 7 verschiedene Nester bauen. Und dann kommt das Frauchen und sagt, nee, das ist es. Die anderen bauen alle nichts. Ja, ist Richtig picky, die Maus. Aber letztendlich dann der diese Kugel abbekommt, hat ja irgendwie so ein kleines Glückslos, oder? Weil das ist schon extrem cool. Ja, ist Ich meine, die cool. wird sagen, okay, das ist Next Level Nest. Dann drücke ich die Daumen, das nächste Jahr ein kleiner Besuch. Top, vielen Dank. Und jetzt schauen wir weiter. Wir haben noch etliches zu überprüfen heute. Sehr gern. Was wäre so das Schönste, was wir erreichen können? Das Mit eurem Schönste, Projekt. was wir erreichen könnten, ist, dass man in sämtlichen Kindergärten obligatorisch Nistkästen aufhängt, um die Kinder zu überzeugen. Die kommen ja immer weiter weg von der Natur. Die haben keine Artenkenntnis mehr. Und ein kleines Kind, das sieht, wie toll das ist, wenn da ein Star anfliegt oder eine Meise und die Jungen füttert, dann kommen die von allein wieder drauf. Und da muss man Hebel ansetzen. Nur so können wir es schaffen, dass wieder eine kleine Kehrtwende zu sehen ist. Ihr habt's gehört.